Guten Tag, Zuschauer. Ich heiße Shubham und heute lernen wir etwas über Datenoperator in C++-Programmen. Variablen und Konstanten die Grundlage einer Programmiersprache sind. Obwohl die C++-Sprache schwieriger ist, wird sie aufgrund ihrer vielen Anwendungen als prächtiger Getragtiger angesehen. Wir fangen also mit den Grundlagen an. Was sind nun Variablen, Konstanten, Operatoren und Ausdrücke? Variablen sind Speicherplatz, der durch einen Bezeichner oder einen Namen bezeichnet wird. Es wird verwendet, um Daten zu speichern. Aber Konstanten sind jene Entitäten, deren Wert sich während der Ausführung des Programms niemals ändert. Und Operatoren werden verwendet, um den Typ der auszuführenden Operation anzugeben. Jetzt Ausdrücke kombinieren Konstanten und Variablen mit den Operatoren, um neue Wörter zu erzeugen. Hier wir haben zwei Ausdrücke. Int ist ein Datentyp, x ist eine Variable, equal und Modulo-Symbol sind Operatoren, 5 und 2 sind Konstanten. Jetzt, um Sie darin zu erinnern, sind dies die Arten von Elementen oder Token, die im C++-Dokument vorhanden sind. Erster Stichwörter, zweiter Variablen, dritter Konstanten, vierter spezielle Charaktere und fünfter Operatoren. Operatoren. Was genau sind Operatoren? Die Antwort ist, C++-Operatoren sind Sonderzeichen, die den Compiler anweisen, Operationen an einigen Operanden auszuführen. Operationsanweisungen werden von Operatoren spezifiziert, während Operanden Ausdrücke, Variablen oder Literalwerte sein können. Jetzt, wir haben zwei Arten von Operatoren. Erster, Unäroperatoren. Einige Operanden arbeiten mit einem einzelnen Wert, sie werden als Unäroperatoren bezeichnet. Zum Beispiel, sie ist gleich -x. Ferner können Unäroperatoren als Präfixe-Operatoren, zum Beispiel, sie ist gleich ++m, oder Postfixe-Operatoren klassifiziert werden. Zum Beispiel, sie ist gleich m++. Zweiter, Binäroperatoren. Die meisten Operatoren werden zwischen Operatoren verwendet und werden als binäre Operatoren bezeichnet. Zum Beispiel, she ist gleich a minus b. Basierend auf ihrem Dienstprogramm können Betreiber klassifiziert werden als erster arithmetischer Operator, zweiter logischer Operator, dritter Assignment Operator, vierter Inkrementieren-Dekrementieren Operator, fünfter Relationeller Operator, sechster Size of Operator, siebter Special Operator und mehr. Zuerst lernen wir den Assignment Operator. In C++ wird Ist-Gleich-Symbol für die Zuweisung von Werten zu einer Variable verwendet. Immer daran denken, dass es hat eine feste Syntax. Variablen ist gleich Ausdruck. Die linke Seite muss eine Variable sein und die rechte Seite muss eine Ausdruck sein. Zum Beispiel, sie ist gleich 2 multipliziert 5 plus 1. Jetzt Size of Operator. Sie gibt die Anzahl der Bytes zurück.
die für die Darstellung eines Datentyps oder einer Variablen erforderlich sind. The syntax ist size of variable oder Datentyp. Zum Beispiel size of char ist 1 Byte, size of int ist 4 Bytes, size of float ist 4 Bytes, size of double ist 8 Bytes. Arithmetischer Operator. Bei zwei Operanden können die arithmetischen Grundoperationen unter Verwendung der herkömmlichen Symbole ausgeführt werden. Es gibt jedoch einen speziellen Fall, den Modulo-Operator. Er teilt die beiden Operanden und gibt den Rest zurück. Zum Beispiel 2 multipliziert 5 ist 10. 16 teilen 2 ist 8. 12 modulo 5 ist 2. 12 minus 8 ist 4. 4 plus 5 ist 19. Zu beachten, dass beim Schreiben eines Ausdrucks die Priorität der Operatoren berücksichtigt werden muss. Multiplizieren, Teilen, Modulo haben eine höhere Präferenz gegenüber Hinzufügen und Subtrahieren und unter den Operatoren gleicher Priorität ist die Prioritätsreihenfolge von links nach rechts. Der Compositum Assignment Operator. Es besteht aus verschiedenen Operatoren gefolgt vom Assignment Operator. Zum Beispiel C plus equal 10 bedeutet C ist gleich C plus 10, das ist 25. C minus equal 10 bedeutet C ist gleich C minus 10, das ist 5. C star C equal 10 bedeutet C ist gleich C multipliziert 10, das ist 150. C slash equal 10 bedeutet C ist gleich C teilen 10, das ist 1. C modulo equal 10 bedeutet C ist gleich C modulo 10, das ist 5. Inkrementieren oder dekrementieren Operator. Es gibt zwei ungewöhnliche Junior-Operatoren zum Inkrementieren und Dekrementieren von Variablen. Sie sind plus plus und minus minus. Sie können auf zwei Arten ausgedrückt werden, wobei jede unterschiedliche Bedeutung darstellt. Das ist, C ist gleich plus plus e bedeutet, da zuerst der Wert von ein erhöht und dann in C gesprochen wird, während C ist gleich e plus plus zuerst den Wert von e in C speichert und dann ein erhöhen. Als nächstes lernen wir den relationalen Operator. Relationale Operatoren werden im Allgemeinen in bedingten Einweisungen und Kontrollflussfolgen verwendet. Wir werden es später lernen. Zum Beispiel, es ist weniger als Symbol. Es ist mehr als Symbol. Es ist weniger als oder gleich Symbol. Es ist mehr als oder gleich Symbol. Es ist gleich. Es ist nicht gleich. Diese sind immer boolischer Typ. Also geben Sie Antworten in 1 und 0. Logischer Operator. Logische Operatoren werden verwendet, verschiedene Bedingungen oder mit anderen Operatoren zu verbinden, die Steuerflusssequenz zu bestimmen. Zum Beispiel die logischen Operatoren in der Reihenfolge ihrer Priorität. Erste, logische Nicht-Symbol. Zweite, logische Und-Symbol. Und dritte, logische Oder-Symbol.
Zum Beispiel, wenn A ist falsch und B ist falsch, dann A und B ist falsch. A oder B ist falsch, aber nicht A ist richtig. Wenn A ist falsch und B ist richtig, dann A und B ist falsch. A oder B ist richtig und A nicht A ist richtig. Wenn A ist richtig und B ist falsch, dann A und B ist falsch. A oder B ist richtig, nicht A ist falsch. Wenn A ist richtig und B ist richtig, dann A und B ist richtig. Dann A oder B ist richtig, aber nicht A ist falsch. Versuche Sie jetzt, diese Problem zu lösen, um die erlernten Konzepte zu verstehen. Das ist alles für dieses Video. Ich hoffe, du hast es genossen. Danke fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen.